Motorsport bedeutet für mich hauptsächlich Emotionen. Klar geht es dabei auch immer darum, schneller zu sein als der andere. Aber letztendlich ist diese Emotion dabei, die man fühlt, wenn man schnell fährt, weiß, man geht jetzt gerade an seine Grenzen. Auf der Rennstrecke natürlich nur. Das ist einfach ein geiles Gefühl. Ich bin selber bis vor kurzem Autoslalom gefahren. Der Bezug kam schon, also quasi durch meinen Opa mütterlicherseits. Der ist damals Rallye gefahren und hat dann damals meine Mutter mit reingezogen. Die hat dann angefangen als Beifahrerin beim Rallye. Hat dann irgendwann meinen Vater kennengelernt, damals. Und der fing dann auch irgendwann an mit Rallye zu fahren. Dann sind sie umgestiegen auf den Slalomsport. Ja, und als ich dann irgendwann da war, bin ich mit 6 Jahren ins Kart eingestiegen und mit 15 in den Youngster Cup für Autoslalom. Und dann haben wir 2018 den Golf gekauft, ein Stück weit umgebaut, dass wir mit dem dann im Slalom gestartet sind. Es ist ja ein 1,6 Liter Motor mit 45er Weber Doppelvergasern. Auf der Rolle bin ich damit nie gewesen, aber wir gehen so von ca. 160 PS aus. Das sollte ja schon haben. Ja. Weber Vergaser, klar, mega geil. Also die Geräusche, die da rauskommen, wenn das Ding da über 7000 Umdrehungen kommt, das ist einfach heftig. Naja, der rote Golf 1, der da vorne noch steht, der hat eine Schnecke drin. Der 2 Liter Motor, ca. 320 PS, ist natürlich auch geil. Die Geräusche, die da rauskommen im Turbomotor, das ist einfach geil. Gezielt nach dem Auto geguckt eigentlich nicht. Wir haben immer wieder so ein bisschen im Netz gestöbert, ob es irgendwas Passendes gibt, womit man gut fahren kann im Motorsport, beim Slalom. Ja, und irgendwann ist dann bei Kleinanzeigen das Auto aufgetaucht, in der Nähe von Köln. Ja, und dann haben wir uns dann ziemlich kurzfristig dazu entschieden, ihn zu kaufen. Umgebaut war der Breitbau. Das Auto war schon blau lackiert, hatte auch schon den Käfig drin, den Motor, der von Escher Motorsport abgestimmt wurde. Selber umbauen mussten wir dann auch noch ein paar Sachen, weil es war ein ziemlich günstiges, ich glaube, ein TR Technics Fahrwerk drin. Wir haben das dann auf den KW V3 geändert. Neue Sitze mussten rein, wegen der 4er-Homologation, genauso wie die Gurte. Was das Auto mit einem macht, ist eigentlich ziemlich einfach. Es schreit dich an. Das schreit dich einfach an. Die Weber-Vergaser, die brüllen dir einfach ins Gesicht. Die zeigen ja auch richtig schön Richtung Innenraumkabine. Dazu kommt natürlich der Auspuff, die Supersprint-Abgasanlage
Schön lauter, kerniger Klang. Einfach geil. Das Fahrgefühl von dem Auto, mega. Das KW V3, was da drin ist, das hat sich definitiv gelohnt. Lenkst du mit ein und das Auto fährt halt einfach direkt in die Richtung. Super cool. Also eigentlich hat das da angefangen, dass mein Vater irgendwann meinte, ja, so Golf 1 war eigentlich schade, den damals verkauft zu haben. Genauso wie ein Opel Kadett C Coupé. Angefangen hat das mit dem schwarzen Golf, der hier noch steht. Ich weiß gar nicht mehr. Das muss ich jetzt sonst mal nachgucken, gleich, wenn wir den gekauft haben. War damals rot. Der Plan war auch erst, dass das mein erstes Auto wird. Hat dann alles ein bisschen länger gedauert und so weiter, deswegen ist es dazu dann nie gekommen. Genau, den irgendwann gekauft, damit ging das los. Dann kam der C-Coupé irgendwann dazu. Ja, und irgendwie hat man dann nochmal einen Golf 1 gefunden, Nähe Bayern, München da unten irgendwie die Ecke. Kam eine graue dann noch dazu. Ja, so sammeln sich die Autos. Da wir mit dem Auto ja im Motorsport unterwegs gewesen sind, war das Ziel Leichtbau. Klar gibt es da auch eine Grenze. Das Auto darf nicht weniger als, ich glaube, 780 Kilo wiegen. Also man könnte theoretisch noch ein bisschen was machen, aber es reicht komplett leer zu sein drin. Gut, die Türtafeln sind noch drin, aber trotzdem so ein CHE-Shifter hilft beim Schalten. Die Schalensitze für die Sicherheit, genauso wie der Käfig. Das sind alles Sachen, die sollten da schon irgendwie drin sein. Die erfüllen ihren Zweck. Durch die Schalensitze kommt dann auch das geschüsselte Lenkrad, dass man da noch schön rankommt. Ja. Es gibt definitiv Leute, bei denen ich mich bedanken möchte, muss. Das sind zum einen Tommy, ein sehr guter Kollege von mir. Hat mir auch unzählige Stunden bei irgendwelchen Projekten, nicht nur bei dem hier, sondern auch bei meinem Polo zum Beispiel viel geholfen. Mussten wir immer wieder was dran machen und er war halt immer da. Nico, sehr guter Freund von mir. Andauernd irgendwelchen Blödsinn machen, mit ihm mehr so auch viel in der Motorradszene so ein bisschen unterwegs. Aber auch was Autos angeht, ich meine, er ist Kfz, der kann immer bei irgendwas helfen. Rufen definitiv. Immer wieder, wenn man irgendwelche Probleme hat, ich weiß, ihn kann ich fragen und dann der findet da schon irgendeine Lösung für. Und auch meine Freundin. Klar, die muss den ganzen Quatsch mitmachen irgendwie. Ich meine, die fängt selber an, hat selber ihre Autos, 2 Stück, die immer mehr zu Projekten werden, wo man mehr Sachen umbaut und so. Aber trotzdem, sie muss es alles mitmachen. Bei meiner Familie ganz klar. Ich muss sagen, also zu einem großen Teil zu meinem Vater, weil er das Ganze erst ermöglicht hat. Ich bin noch jung, bin 25 Jahre alt und da hat man nicht das Geld für die ganzen Autos. Das denke ich den meisten klar. Und ja, ohne ihn wäre das Ganze nicht möglich. Da geht einfach ein Riesendank auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert gerne den Kanal, gebt ein Like da und kommentiert doch mal, was ihr von meinem 1er haltet.
Dankeschön.